Hallo und herzlich willkommen zu Inside Jola. Mein Name ist Dirk Kuczynski und ich bin technischer Verkaufsberater. Vor mir sehen Sie diverse Spritzgussteile, die in vielen verschiedenen unserer Geräte zur Füllstandsmessung und Leckagedetektion von Flüssigkeiten sowie in Endschaltern Verwendung finden. Heute möchte ich Ihnen hierzu den treuen Lieferanten vorstellen, der uns mit all diesen exklusiven Bauteilen versorgt, und zwar die Firma Reyer in Braunschweig. Das Unternehmen wurde 1919 von den Brüdern Wilhelm und Raimund Reyer gegründet, ursprünglich für den Handel und die Fabrikation elektronischer Artikel. Seit 1990 firmiert das Unternehmen als Reyer GmbH. Ein wichtiges Tätigkeitsfeld ist heute die Fertigung von Baugruppen aus Kunststoff und kompletten Systemen, wie zum Beispiel Sicherungselementen und Steckersystemen für die Industrie. Und genau auf dieses Know-how setzen wir bei Jola seit vielen Jahren, insbesondere in der Spritzgusstechnik, Kunststoffschweißtechnik und inzwischen auch im 3D-Druck. 1973 trat Ingenieur Horst Böger als Gesellschafter und Geschäftsführer ins Unternehmen ein. 1994 dann sein Sohn, Diplom-Ingenieur Jörg Böger. Und genau der kam zu einer Entwicklungsbesprechung für ein neues Produkt nach Lamprecht. So, also ich freue mich sehr. Wir haben heute Besuch von Herrn Böger, der in zweiter Familiengeneration die Firma Reyer führt. Und es ist das zweite Mal, dass wir uns überhaupt treffen. Also Herr Böger ist schon viel länger bei uns im Haus unterwegs oder mit unserem Hause unterwegs. Aber wir haben uns erst vor einem guten halben Jahr kennengelernt bei unserer 70. Jubiläumsfeier. Genau. Und könnten Sie kurz erzählen, wie die Zusammenarbeit zustande kam? Das war schon Ihr Vater, hat es begonnen. Das war mein Vater, der mit Ihrem Vater praktisch Kontakt hatte. Das muss also vor 1989 gewesen sein, weil die erste Zusammenarbeit war bereits 1989. Und ich kann aber nicht mehr genau nachvollziehen, wo die beiden sich kennengelernt haben. Ich vermute, es war die Hannover Messe, aber das ist nicht, kann ich nicht hundertprozentig bestätigen. Okay. Und seitdem haben wir eine stetig wachsende und ich würde auch sagen partnerschaftliche, gute Zusammenarbeit entwickelt und haben im Bereich der Spritzgießtechnik Ihnen doch verschiedenste Kunststoffteile geliefert für Ihre Systeme. Durchaus. Also meine Hausaufgabe ist jetzt genau die historisch nochmal für unser Jolaseum nachzuvollziehen. Ja, genau. Da sind wir ja jetzt gerade wieder an der Arbeit. Und die Anfänge betreffend ist dann meine Hausaufgabe, meinen Vater mal zu befragen, wie das machen Ganze Sie mal. gestartet ist. Ja, genau. Super. Jo. Und da Herr Mathiel immer darum bemüht ist, seine Hausaufgaben zu erledigen, dürften wir unseren Seniorchef, Herrn Volker Mathiel, mal wieder vor die Kamera bitten. Ja, es war tatsächlich die Hannover Messe, wo der erste Kontakt zustande kam. Allerdings war auf Jola-Seite es nicht ich, sondern mein Bruder Dieter Mathiel, der diesen Kontakt zu Herrn Horst Böger, Herrn Böger Senior, herstellte. Ich selbst kam erst 1990 dazu, nämlich wie unser damaliger norditalienischer Lieferant für Spritzgussteile Probleme mit der Lieferung machte, weil eine strategische interne Entscheidung uns als potenziellen Kunden weiter nach unten qualifiziert hat, sodass wir sehr, sehr lange auf unsere Teile warten mussten. Anlässlich meines Besuches in Norditalien beschlossen wir dann, die Geschäftsbeziehung zu beenden und die vorhandenen Werkzeuge zur Firma Reyer nach Braunschweig schicken zu lassen. Das geschah dann auch und seit diesem Zeitpunkt versorgt uns die Firma Reyer immer zu unserer vollsten Zufriedenheit mit schönen, guten Spritzgussteilen. Soweit zur Historie. Als Geschenk übergab uns Jörg Böger bei seinem Besuch in Lamprecht eine Spritzgussform, mit der offenbar vor vielen Jahrzehnten Bauteile für Jola-Produkte hergestellt wurden. Die feierliche Übergabe fand natürlich in unserem Jolaseum statt. Also heute ist mal wieder ein glücklicher Tag für unser Jolaseum, weil Herr Böger uns was mitgebracht hat, und zwar dieses schöne Teil und jenes schöne Teil. Und die beiden zusammen sind ein Werkzeug für einen Schwimmer TSR, wo ich aber nicht sagen kann, wann das oder ob wir daraus mal produziert haben und wann. Also nach meinem Erkenntnisstand arbeiten wir seit 1989 zusammen und ich kenne dieses Werkzeug nicht. Und daher habe ich das mitgebracht
dass Sie es halt in Ihrem Museum ausstellen können. Ja, top. Und nach längerem Suchen, wir stellen das mal ab, nach längerem Suchen haben wir auch den entsprechenden Schwimmer gefunden. Und zwar hier aus einem geschäumten PP, was recht dickwandig ist, und es sind 2 Stabmagneten eingearbeitet. Und ja, das hat sich wohl, wie Herr Dietz sagte, als nicht so gut in der Anwendung gezeigt, weil sich die vollgesaugt haben, zum Teil mit Öl, weil das ein offenporiges Material war oder ist. Und ja, Ihr Nachfolgeprodukt sehen wir ja hier. Da weiß ich auch, dass wir die Schwimmerhälften produzieren und verschweißen. Und ja. Das Produkt machen Sie seit Ende der 80er dann? Das glaube ich schon, ja. Das ist ein relativ, das machen wir schon lange. Ja, ja, das ist richtig. Ja. Ja, ich hoffe, dass das hier einen guten Platz findet. Also das auf jeden Fall. Ich werde nicht mehr so viel leben, hoffentlich. Ja. Nein, dann werden wir uns mal einen Ehrenplatz ausdenken. Ja. Und Herr Böger, ganz herzlichen Dank. Ja, nichts zu danken. Ich habe zu danken. So, also nach dem schönen Geschenk, da dürfen wir Herrn Böger nach Hause verabschieden, in der Hoffnung, dass er bald wieder und sehr gern. oft wieder hierher kommt nach Lambrecht. Auf jeden Fall, mache ich sehr gern, Herr Mathiel. Dankeschön. Jola hat sich bewusst für Spritzgussteile von Rayer entschieden, da wir an unsere Lieferanten und auch an uns sehr hohe Qualitätsansprüche haben, die von Rayer voll und ganz erfüllt werden. Wir freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video Inside Jola immer neu am ersten Montag des Monats. Und egal, ob Sie Planer, Einkäufer oder Fachmann vor Ort sind oder ob du Schüler, Azubi oder Student bist oder einfach nur Interesse an Technik hast. Für Fragen stehen meine Kollegen und ich gerne zur Verfügung. Bis bald!